Mit der Proklamation Nummer 1 wendet sich General Dwight D. Eisenhower als oberster Befehlshaber der alliierten Streitkräfte an das deutsche Volk. Wir kommen als ein siegreiches Heer, jedoch nicht als Unterdrücker. Zugleich kündigt er aber auch an, dass Personen, die im Verdacht stehen, Verbrechen und Grausamkeiten begangen zu haben, angeklagt und bestraft werden sollen. Die Alliierten planen, alle führenden Vertreter des nationalsozialistischen Regimes sofort in speziellen Lagern zu internieren. Ein solches Lager für deutsche Zivilisten entsteht am 1. April 1945 in Recklinghausen-Hillerheide. Es bietet Platz für rund 4000 Internierte, vom Industriellen über KZ-Personal bis zu Schreibtischtätern. Dort werden einige Wochen später diese inszenierten Aufnahmen gedreht, die die Verhaftung und Internierung eines Kriegsverbrechers dokumentieren sollen. Offenbar gibt es ein Drehbuch, das mit Laiendarstellern Szene für Szene umgesetzt wird. Manche Szene wird auch mehrfach gedreht. Die Geschichte beginnt damit, dass sich eine ehemalige polnische Zwangsarbeiterin in die Baracke der Lagerkommandantur begibt, um die Verhaftung eines Kriegsverbrechers zu veranlassen. In einer Sammlung von Karteikarten findet sie den Verdächtigen. 2 US-Soldaten fahren daraufhin zum Haus des Mannes, fragen ihn nach seinen Personalien und nehmen ihn in ihrem Jeep mit ins Camp 91. Sowohl NSDAP-Funktionäre als auch höhere Polizei- und Staatsbeamte unterliegen unmittelbar nach Kriegsende dem sogenannten automatischen Arrest. Die Alliierten wollen so die Bildung von Untergrundorganisationen verhindern und zugleich eine Strafverfolgung durch die Justiz vorbereiten. Im Lager wird der Verdächtige gründlich durchsucht und befragt. Er scheint zu leugnen, wird aber letztlich überführt und zum Arbeitseinsatz beim Aufbau des Lagers abkommandiert. Einer der ersten prominenten Politiker des Dritten Reichs, der den Amerikanern ins Netz geht, ist dieser Mann, Franz von Papen, 1932 6 Monate lang Reichskanzler, nach der nationalsozialistischen Machtübernahme zunächst Hitlers Vizekanzler und später Botschafter in Wien und Ankara. Am 10. April 1945 wird er in der Jagdhütte seines Schwiegersohns in Stockhausen bei Meschede aufgespürt und festgenommen. Die Armeezeitung The Stars and Stripes titelt, dass ein Top-Nazi verhaftet worden sei. Gemeinsam mit seinem Sohn Friedrich Franz und seinem Schwiegersohn Max von Stockhausen, ehemals Regierungspräsident von Arnsberg, wird der Big Fish, wie ihn die US-Presse nennt, ins Hauptquartier der 9. US-Armee nach Haltern gebracht, um von Oberbefehlshaber General William Simpson verhört zu werden. Während der 65-Jährige schwungvoll aus dem Auto steigt, geht sein Sohn am Stock. Er war in Frankreich verwundet worden. Die Filmaufnahmen dokumentieren, dass die Amerikaner sich der Bedeutung ihres Fangs sehr bewusst sind. Sie behandeln den Gefangenen mit Respekt. Die Szenen zeigen aber auch, wie selbstsicher von Papen auftritt. Als früherer Militärattaché in Washington kann er sich mit Generalmajor Harry Tweddle mühelos auf Englisch unterhalten. Fast entsteht der Eindruck einer gewissen Vertrautheit. Im Übrigen ist der ehemalige Reichskanzler, den Zeitgenossen als blasiert und geltungssüchtig beschreiben, sich keinerlei Schuld bewusst. Seine Verhaftung kommentiert er mit den Worten: „Ich kann mir nicht vorstellen, was ihr Amerikaner von einem 65-jährigen alten Mann wollt."
Das sehen die Amerikaner anders. Sie klagen ihn im Herbst 1945 in Nürnberg als Hauptkriegsverbrecher an. Er wird freigesprochen. Anfang 1947 wird er jedoch in einem weiteren Prozess zu 8 Jahren Arbeitslager verurteilt, von denen er allerdings nur 2 verbüßen muss.